Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir uns den Aufbau einer Regex anschauen, die bei uns im Forum angefragt wurde. Dabei handelt es sich um die Suche nach einem Datum mit ausgeschriebenem Monatsnamen, also Januar, Februar und so weiter. Und das Ganze schauen wir uns jetzt doch einfach mal an. Zum Aufbau verwenden wir einen Regex-Tester. Ich finde, das ist eigentlich der beste momentan. Die anderen, die aus meiner Sicht recht gut sind, habe ich im Wiki verlinkt und dort könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist jetzt der regex101.com. Und auf der linken Seite, gleich zur Erklärung, findet ihr die Einstellung für den Syntax für die Sprache, die verwendet wird. In unserem Fall ist es Perl. Und wir verwenden die alte, also die kleine Variante, weil unser grep ja eins der ältesten Programme in der Linux-Ebene ist und leider nicht alle Funktionen bietet, aber das ist unsere Einstellung. Auf der rechten Seite ganz oben seht ihr dann später die Match-Informationen beziehungsweise die Treffer und die Ergebnisse. Und ganz oben in der Explanation könnt ihr dann auch die Auflistung der einzelnen Suchergebnisse finden in der einzelnen Syntax oder Schreibweise aufgelistet. Ganz rechts unten habt ihr dann eine Quick-Referenz mit einem Search-Begriff, den ihr eingeben könnt. Und dort werden dann die Befehle der Regex nochmal erklärt und der Syntax und die Suche dessen, was ihr finden könnt, beziehungsweise wie die Schreibweise ist. Ja, zu guter Letzt sei noch erklärt, die Flex, die gesetzt werden können, das findet ihr rechts hier oben. Wir verwenden global, weil wir dann alle Treffer im Dokument angezeigt oder bekommen oder finden können. Und wir haben dann darunter die Schalter Multiline und Insensitive für Groß- und Kleinschreibung. Und der Rest ist eigentlich relativ unrelevant für uns, da es im grep nicht vorhanden ist. Denn diese Flex werden nicht unterstützt. So, jetzt sieht man mal hier, was wir eigentlich suchen. So würde ich grundsätzlich starten. Wir schreiben uns erstmal auf die verschiedenen Varianten der Suchbegriffe oder den Suchbegriff, um ihn testen zu können, im Regex-Tester zum Beispiel. Und wir haben jetzt hier die verschiedenen Schreibweisen mit ausgeschriebenem Monat, mit Tag in der Mitte, vorne am Anfang und gedreht, auch für die englische Variante. So wird das aussehen, was wir jetzt bauen, wenn wir fertig sind. Ich habe es dann noch ergänzt um die englische Schreibweise in Vollschreibweise und wir starten einfach mal durch. Zuerst fügen wir uns mal die Suchbegriffe in den Regex-Tester ein und fangen oben an. Wir suchen zuerst den Monat als Ankerpunkt und in dem Fall den Januar und trennen den Januar, also er wird es gefunden, und trennen dann den Januar durch einen senkrechten Strich. Das ist ein Alternierungskonzept mit dem nächsten Monat ab, in dem Fall Februar. Und es wird dann der Reihe nach gesucht und immer der erste Treffer ausgegeben, der gefunden wird. Ganz wichtig, immer der erste Treffer und das erste Wort, das gefunden wird. Ja, und jetzt machen wir mal etwas schneller. Spule ich mir etwas vor und wir fügen jetzt mal die ganzen Monate ein und haben jetzt auch das Ganze fertig. Man sieht es auch, alle Monate werden gefunden und werden dann ausgegeben. Auf der rechten Seite sieht man jetzt aber, dass wir noch eine Gruppe erzeugen und natürlich dann die Matches und die Gruppen angezeigt werden, was etwas unübersichtlich ist. Deswegen machen wir uns jetzt die Capturing Group, so nennt sich das, zunutze. Das ist ein Fragezeichen und ein Doppelpunkt und damit wird im Prinzip keine ID oder keine Nummer erzeugt oder kein Name für die Gruppe und es werden nur noch die Matches angezeigt. Das spielt später keine Rolle im fertigen Prozess, aber uns hilft natürlich hier weiter, um übersichtlich zu bleiben. Und Explanation könnt ihr dann schauen, die verschiedenen Non-Capturing Groups, wie man das nennt, Non-Capturing Groups, die verschiedenen Alternativen. Die erste für den Januar, die zweite für den Februar und so weiter, je nachdem, was er findet und in welcher Reihenfolge er das findet. Und das könnt ihr dann dort nachlesen und auch andere Sachen könnt ihr dort nachblättern. Im nächsten Schritt fügen wir die englische Schreibweise hinzu, in Kurz- und Langschreibweise und das Ganze machen wir jetzt mal auf die Schnelle und ich spule gleich wieder mal vor. Also wir fangen an mit dem Januar, dann mit dem Februar und so weiter. Januar wird gefunden, man sieht es schon und los geht's. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen vorgespult und damit sind wir auch fertig mit den Monaten. Es ist
die einfachste, aber auch längste Schreibweise. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen anders machen. Aber ich sag mal auch hier für den Anfang für alle verständlich. Nachdem wir die Monate hinzugefügt haben und auch noch alle gefunden werden, fügen wir jetzt die Trennzeichen hinzu in eine Klasse oder ein Klassenmodul. Und man sieht jetzt, dass der Slash als Fehler ausgegeben wird, aber rot gekennzeichnet, was daran liegt, dass er als Funktionszeichen im Regex verwendet wird und dieser ist durch einen Backslash zu maskieren. Und für alle, die unsicher sind, beziehungsweise mache ich das oft auch selber, ich maskiere eigentlich fast immer alle normalen Zeichen, um sicher zu gehen, dass diese nicht irgendwie zu Fehlern führen, gerade auch mit dem Zusammenhang mit grep. Ja, jetzt machen wir das so. Als Quantifier hinten würde ich sagen, machen wir das jetzt 0 bis 3 Mal. Und zu guter Letzt packen wir das natürlich noch in eine Gruppe. Und diese wird wieder durch unseren Non-Capturing Group gekennzeichnet und das Ganze, Non-Capturing Group, und das Ganze schieben wir dann noch vor den Monat, weil wir das nach vorne auch noch als Trennzeichen brauchen. Jetzt kommt hinten dran das Jahr. Das Jahr schreiben wir wieder mit einem senkrechten Strich, die 19 und die 20, und dahinter kommt dann letztendlich die zweite Zahl als zweistellige Zahl 0 bis 9 und das Ganze zweimal. Wieder natürlich in der Gruppe als Non-Capturing Group. Und wir werden jetzt sehen, auch das wird gefunden. Man kann rechts sehen, dass es gefunden wurde und wir fügen als nächsten Schritt dann den Tag ein, zu Beginn des Datums. Den schreiben wir wieder in eine Klasse. Zuerst die erste Zahl, maximal 0 bis 3, also 30 zum Beispiel. Das Ganze gibt es dann 0 oder einmal für die einstellige Variante und im nächsten Schritt dann die zweite Zahl für den Tag, 0 bis 9 maximal und minimal, dort auch jeweils 0 und einmal, das Ganze wieder in eine Gruppe. Und wir können jetzt rechts sehen, es wird die einstellige und unten die einstellige und die zweistellige Variante wird gefunden. Im nächsten Schritt fügen wir jetzt den mittleren Teil ein, also den Monat oder auch Tag in der englischen Schreibweise als Alternative für den Monat als Namen, damit dieser noch gefunden werden kann. Und deshalb kopieren wir uns den String, den wir gerade geschrieben haben, hinter die Monatsangabe, wieder mit einem Hochstrich oder senkrechten Strich als Variante zum Monat. Und das Ganze fassen wir jetzt natürlich in Klammern und dann machen wir noch diese nicht assoziative Gruppe, damit das drüben im Match nicht auftaucht. Jetzt sieht man, wie wir die Schreibweisen finden, die wir jetzt angelegt haben. Was jetzt noch zum Schluss fehlt, ist das Datum an die erste Stelle und der Tag an die letzte Stelle, für die letzte Variante. Zuerst kopieren wir uns den Tag von oben nach unten rein, wieder als Alternierung mit Hochstrich und natürlich auch wieder die Klammern und Fragezeichen Doppelpunkt. So, jetzt wird der String vollständig gefunden, bis auf das Jahr zu Beginn des Datums, für die englische Schreibweise nochmal. Das kopieren wir uns wieder hoch, wieder mit dem Strich, ich nehme den gleich mit. Und wir setzen dann noch die entsprechenden Klammern wie gehabt. Und damit sind wir fertig. Alle Varianten werden gefunden, wunschgemäß, mit allen möglichen Schreibweisen. Wir finden halt auch die Schreibweise zum Beispiel, dass der Monat in der Mitte steht, der Tag in der Mitte steht und der Monat am Ende. Und da fällt uns noch der Unterstrich als Trennzeichen zum Beispiel. Das könnt ihr beliebig hinzufügen, je nachdem welches Trennzeichen ihr haben möchtet. Wir machen es einfach mal rein. Und dann wird es auch gefunden.
Und das Ganze fügen wir natürlich oben auch noch die Trennzeichen ein. Aber die könnt ihr dann beliebig erweitern, wenn ihr das benötigt. Ja, das ist es auch schon. Damit ist unser Regex oder Regel komplett. Und das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es hilft euch etwas. Und falls euch das Video gefallen hat, wäre es nett, wenn ihr mal ein Like hinterlassen könntet. In dem Sinne, habt Spaß, bis dahin und ciao.